Wie kann ich denn die schönen Sounds meines Keyboards, meines Genos, meines PSR SX 900, 700, 600 und so weiter und so fort nutzen? So erreichten mich einige Anfragen in den letzten Wochen. Ja, wie kann man ein MIDI-File also auf die Schnelle mal an seinem Instrument bearbeiten? Das schauen wir uns heute in diesem Video an. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rico. Heute wollen wir uns die MIDI-File-Bearbeitung direkt am Keyboard einmal anschauen. Natürlich gibt es da am PC weitaus bessere Möglichkeiten, zum Beispiel mit BSR UDI, oder mein favorisiertes Programm dafür ist natürlich der MIDI-File Optimizer von MIDIland. Aber wir wollen uns die ganze Geschichte heute mal am Keyboard anschauen, um vielleicht nur eine klitzekleine Änderung am MIDI-File vorzunehmen. Und deswegen gehen wir doch jetzt einfach mal rüber ans Keyboard. Auf geht's! Ja, und am Keyboard angekommen, wollen wir uns natürlich die MIDI-File-Bearbeitung jetzt hier einmal anschauen. Wir laden also jetzt hier in unseren Player ein MIDI-File herein. Ich würde mich jetzt mal für dieses CCR-Medley entscheiden. Dieses ist jetzt hier in den Player A geladen, aber ich möchte dieses MIDI-File ja bearbeiten. Deswegen gehen wir jetzt auf Menü, auf das Menü 2 und haben dort den Song Recording Taster. Wählen jetzt natürlich unter MIDI unser Multi-Recording, weil wir ja alle Kanäle bearbeiten wollen, und haben jetzt das MIDI-File hier in unserem Player drin. Können wir kurz reinhören. So, und jetzt wollen wir zum Beispiel die Drums austauschen. Wie gehen wir da vor? Auf den Assignable-Tastern habe ich die Funktion meines Mixers auf der Taste A. Auf der Taste P habe ich meine Channel On-Off gelegt. Und als allererstes möchte ich mir die Melodiestimme hier erstmal ausschalten. Jetzt gehen wir zurück auf den Assignable-Taster A in unseren Mixer, haben hier unsere Songkanäle 1 bis 8 und wenn ich jetzt hier drauf drücke, die Kanäle 9 bis 16. Die Drums befinden sich ja immer auf Spur 10. Wir haben natürlich hier schon ein Drum-Symbol abgebildet, und wenn wir jetzt hier im Mixer, wichtig ist, dass wir das im Mixer tun und nicht auf dieser Recording-Seite im Song Recorder. Dann öffnet sich unser Voice-Menü und wir können jetzt hier unseren neuen Sound für unsere Drums heraussuchen. Es ist also jetzt hier das Standard-Kit gewählt und wir wollen da einfach mal schauen, wie würde es denn mit den neuen Revo-Drums klingen. Ja, ich denke also schon eine ganze Menge flotter. Jetzt können wir natürlich hergehen und die ganzen Instrumente der Reihe nach austauschen. Wir können aber natürlich auch die Effekte ändern. Gehen also wieder auf unsere Mixer-Seite und wir wollen jetzt zum Beispiel den Hallanteil. Jetzt haben wir hier diese Gitarre Solo und es ist uns eigentlich zu viel Hall. Also können wir jetzt hier den Hall und den Chorus nochmal etwas reduzieren.
Also durch längeres Drücken der einzelnen Kanalnummern können wir diesen Kanal also in diesen Solo-Modus schalten und können natürlich dann genau abhören, wie es richtig klingen soll. Jetzt wollen wir uns unseren Bass nochmal anhören. Den könnten wir noch leicht anzerren, dass er noch ein paar Obertöne bekommt. Haben also jetzt hier auf unseren Effekt dieses Distortion geladen. Jetzt können wir einfach, ich übertreibe das jetzt mal maßlos, aber so ist er leicht angezerrt und bekommt noch ein paar Obertöne. Ist dann natürlich auf Handys und so weiter und so fort somit viel besser zu hören, wenn man das Ganze dann mal als MP3 exportiert. Ja, und so können wir uns jetzt der Reihe nach durchhangeln, können hier unsere Parameter ändern, wie wir sie nach unserem Geschmack verändern wollen. Und irgendwann müssen wir das Ganze dann natürlich uns abspeichern. Gehen als erstes hier auf diesen Setup-Taster und all diese Dinge können wir jetzt hier in unser MIDI-File hereinschreiben. Ich drücke also hier jetzt auf Execute. Damit ist das abgeschlossen. Ich kann auf Close wieder schließen und speichere mein MIDI-File jetzt einfach neu ab. Ich gehe jetzt in meinen Arbeitsordner, sage Speichern. Es ist hier Armitli bearbeitet. Drücke OK und habe somit mein MIDI-File jetzt auf die Schnelle mal bearbeitet. Das Ganze geht natürlich am PC viel komfortabler, aber für mal schnell etwas ändern ist es natürlich eine ganz einfache Sache. Wir können es uns jetzt natürlich noch mal kurz anhören. Also merken gleich, die Drums haben jetzt natürlich schon einen anderen Druck. Also man sollte das deutlich hören. Ja, ihr seht also, kleine Änderungen lassen sich durchaus am Keyboard selbst durchführen. Und so kann man sich sein MIDI-File natürlich auf die Schnelle doch mal etwas anpassen nach seinen Wünschen. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rigo. Ciao.